Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr. Genau, hallo auch von mir. Unser Thema heute, Tag 107, Präsentationen halten. Ein wirklich wichtiges Thema, oder? Ich meine, wer von euch musste nicht schon mal eine Präsentation halten? Oh ja. In der Schule, im Studium, auf der Arbeit, überall. Und heute lernen wir 15 wichtige Wörter, die ihr genau dafür, also im Alltag, Studium oder Beruf, sofort benutzen könnt. Richtig, 15 Kernwörter. Und bevor wir anfangen, noch ein ganz kurzer Lerntipp für euch. Genau, die sogenannte Shadowing-Methode. Das bedeutet, ihr hört uns zu, ihr drückt auf Pause und dann sprecht ihr das neue Wort laut nach. Ja, laut nachsprechen ist das A und O für eine gute Aussprache. Macht das wirklich aktiv mit. Auf jeden Fall. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn dort hört ihr unsere Mini-Story, in der wir alle Wörter noch einmal in Aktion erleben. Da freue ich mich schon drauf. Also, lass uns direkt starten. Wir fangen an mit dem ersten Block 5 Substantive, die quasi die Basis für jede Präsentation bilden. Sehr gut. Das erste Wort für heute ist die Struktur. Die Struktur. Wie erklären wir das am besten auf Deutsch? Also, die Struktur ist einfach der logische Aufbau von etwas, wenn man einen Text oder eben eine Präsentation plant. Der logische Aufbau. Und auf Englisch? Auf Englisch sagen wir Structure. Structure. Sehr ähnlich eigentlich. Ja, genau. Spricht mal nach. Die Struktur. Die Struktur. Und ein Beispielsatz dafür? Eine klare Struktur ist das A und O. Das A und O. Das haben wir vorhin schon benutzt. Das heißt, es ist extrem wichtig. Richtig, wenn der Aufbau fehlt, also wenn die Struktur chaotisch ist, dann schlafen die Leute ein. Total, das kenne ich aus eigenen Meetings. Kommen wir zum zweiten Wort, der Überblick. Der Überblick, das ist quasi eine kurze Zusammenfassung ganz am Anfang der Präsentation. Ah, okay. Also man zeigt den Leuten, was heute passiert. Genau, auf Englisch heißt das Overview. Overview. Sprecht es gern laut mit. Der Überblick. Und im Alltag sagt man zum Beispiel, ich gebe Ihnen kurz einen Überblick. Ich gebe Ihnen kurz einen Überblick. Sehr professionell. Das benutze ich oft in meinen Meetings, wenn ich starte. Das ist auch super höflich. So wissen alle sofort, worum es geht. Genau. Dann haben wir Wort Nummer 3, das Argument. Das Argument, das ist eine Begründung für eine These oder eine Meinung. Also, warum ich etwas denke oder warum eine Idee gut ist. Exakt. Auf Englisch ist es fast gleich. Argument. Argument. Aber auf Deutsch betonen wir das anders. Das Argument. Versucht mal das nachzusprechen. Das Argument. Ein gutes Beispiel aus dem Berufsleben wäre, das ist ein starkes Argument für das neue Projekt. Ja, das klingt logisch. Wenn man den Chef überzeugen will, braucht man ein gutes Argument. Auf jeden Fall. Ohne gute Argumente keine gute Präsentation. Da hast du recht. Wort Nummer 4 ist manchmal etwas schwierig für Deutschlernende. Der Zusammenhang. Oh ja, ein langes Wort. Der Zusammenhang. Was genau bedeutet das? Das ist die logische Verbindung zwischen zwei Dingen. Wie passen zwei Informationen zusammen? Ah, verstehe. Und auf Englisch? Auf Englisch sagen wir Connection oder auch Kontext. Connection, der Zusammenhang. Ein langes Wort, also sprecht es langsam mit. Der Zusammenhang. Sehr gut. Und ein Beispielsatz für euren Alltag? Der Zusammenhang ist schwer zu verstehen. Der Zusammenhang ist schwer zu verstehen. Ja, das sage ich auch oft, wenn mir jemand komplexe Daten zeigt. Eben. Und es ist die Aufgabe des Redners, diesen Zusammenhang klarzumachen. Richtig. Und womit macht der Redner das oft? Womit zeigt er seine Bilder oder Texte? Das bringt uns direkt zu Wort Nummer 5. Die Folie. Die Folie. Das kennt wirklich jeder aus dem Büro oder der Uni. Genau. Das ist eine einzelne Seite in einem digitalen Vortrag. Zum Beispiel in einer PowerPoint-Präsentation. Auf Englisch Auf Englisch heißt das Slide. Slide, also die Folie. Und der perfekte Satz dafür, wenn ihr vorne steht, bitte schauen Sie auf die nächste Folie. Bitte schauen Sie auf die nächste Folie. Ein echter Klassiker. Absolut. Den Satz braucht ihr wirklich in jeder einzelnen Präsentation. Gut, das waren unsere 5 Basissubstantive. Wiederholt sie gern nochmal im Kopf. Die Struktur, der Überblick, das Argument, der Zusammenhang, die Folie. Perfekt.
Und jetzt gehen wir über zu den Verben. Genau, die Verben im Einsatz. Und hier gibt es eine besondere Regel für euch heute. Richtig. Bei jedem Verb nennen wir euch zwingend die Perfektform. Denn in gesprochener Sprache benutzen wir in Deutschland fast immer das Perfekt für die Vergangenheit. Sehr wichtig. Also passt gut auf und sprecht die Perfektform laut mit. Wir starten mit Wort Nummer 6. Begründen. Begründen. Das bedeutet, Argumente für etwas liefern, man erklärt das Warum. Das Warum. Okay. Auf Englisch? Auf Englisch heißt begründen to justify. To justify. Und jetzt das Wichtigste, die Perfektform. Die Perfektform ist hat begründet. Hat begründet. Sprich das mal mit. Er hat begründet. Und wie bauen wir das in einen Satz ein? Ein guter Satz ist, man muss seine Meinung gut begründen. Man muss seine Meinung gut begründen. Klar. Sonst glaubt einem ja niemand. Genau. Wenn du sagst, dieses Produkt ist das Beste, musst du das auch begründen. Verstehe. Unser 7. Wort ist betonen. Betonen. Das heißt, etwas besonders hervorheben. Wichtig machen. Oft auch mit der Stimme. Ah, also wenn ich lauter spreche oder eine Pause mache. Richtig. Auf Englisch sagen wir to emphasize. To emphasize. Betonen. Und im Perfekt? Im Perfekt heißt es hat betont. Hat betont. Ein Beispielsatz für die Arbeit. Er betont die Wichtigkeit der Studie. Er betont die Wichtigkeit der Studie. Ja, man kann auch im Perfekt sagen, die Chefin hat gestern betont, dass wir sparen müssen. Oh ja, das höre ich leider öfter. Das war sehr deutlich betont. Richtig. Weiter geht es mit Wort 8. Darstellen. Darstellen. Das ist ein trennbares Verb, oder? Sehr gut aufgepasst, ja? Es ist trennbar. Es bedeutet etwas beschreiben oder abbilden, zum Beispiel in einem Diagramm. Mhm. Auf Englisch? Auf Englisch heißt es to present oder to depict. To present. Und wie ist die Perfektform von diesem trennbaren Verb? Die Perfektform ist hat dargestellt. Hat dargestellt. Achtet auf das G in der Mitte. Sprecht mit hat dargestellt. Genau. Und ein praktischer Satz dazu, die Grafik stellt die Kosten dar. Die Grafik stellt die Kosten dar. Hier sehen wir das trennbare Verb im Präsens, stellt dar. Richtig. Im Perfekt wäre es, die Grafik hat die Kosten dargestellt. Super. Das ist wirklich ein sehr nützliches Wort für jede Datenpräsentation. Auf jeden Fall. Kommen wir zu Wort Nummer 9. Vermitteln. Vermitteln. Das klingt sehr positiv. Was heißt das genau? Es bedeutet Wissen oder Inhalte an andere Personen weitergeben, so dass sie es auch verstehen. Ah, das ist ja im Grunde das, was wir hier im Podcast machen. Genau. Wir vermitteln Deutschkenntnisse. Auf Englisch sagt man To convey. to convey. Vermitteln. Wie lautet das Perfekt? Das Perfekt ist hat vermittelt. Hat vermittelt. Hier gibt es kein G, weil es mit ver anfängt. Richtig. Sehr gute Regel. Hat vermittelt. Und der Beispielsatz. Er kann Wissen spielerisch vermitteln. Er kann Wissen spielerisch vermitteln. Das ist ein tolles Kompliment für einen Lehrer oder einen Redner. Finde ich auch. Wer gut vermittelt, dem hört man gerne zu. Ja, und damit sind wir schon beim letzten Verb für diesen Block. Wort Nummer 10. Erläutern. Erläutern. Das ist ein bisschen formeller als erklären. Es bedeutet, etwas detailliert und genau erklären. Also wirklich in die Tiefe gehen. Auf Englisch? Auf Englisch heißt es to explain oder to elucidate. To explain. Erläutern. Und die Perfektform? Die lautet hat erläutert. Hat erläutert. Wieder ohne G am Anfang. Genau. Sprecht es mit. Hat erläutert. Und wie nutze ich das in einer Präsentation? Wenn du etwas genauer erklären willst, sagst du, lassen Sie mich diesen Punkt erläutern. Lassen Sie mich diesen Punkt erläutern. Das klingt sehr souverän. Ja, das macht direkt einen guten Eindruck. Es zeigt, dass du dich auskennst. Okay, das waren unsere 10 Wörter bis hierhin. Wir haben echt schon viel geschafft. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, abonniert gern den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So bleibt ihr jeden Tag im Lernfluss. Genau, und wir machen direkt weiter mit dem 3. Hauptteil. Jetzt geht es um Adjektive. Ja, 5 wichtige Adjektive für eine professionelle Wirkung. Die sind super, wenn ihr Feedback zu einer Präsentation geben wollt. Oder um den Stil von einem Vortrag zu beschreiben, Wort Nummer 11 ist einleuchtend. Einleuchtend. Ein schönes Wort. Es kommt von leuchten wie eine Lampe. Ja, mir geht ein Licht auf. Genau das. Es bedeutet, etwas ist total logisch und verständlich. Auf Englisch Auf Englisch heißt es plausible. plausible, einleuchtend.
Und der Beispielsatz? Das war ein sehr einleuchtender Beweis. Das war ein sehr einleuchtender Beweis. Wenn etwas einleuchtend ist, dann habe ich keine Fragen mehr. Richtig, dann ist der Zusammenhang komplett klar. Und das ist ja das Ziel jeder Präsentation. Absolut. Weiter geht's mit Wort Nummer 12, wesentlich. Wesentlich. Das bedeutet, etwas ist sehr wichtig, zentral oder unverzichtbar. Auf Englisch Auf Englisch sagen wir essential. essential. Wesentlich. Ein Beispielsatz bitte. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Also ein Teil, den man auf keinen Fall weglassen darf. Ganz genau, wenn man präsentiert, sollte man sich immer auf das Wesentliche konzentrieren. Nicht zu viel unwichtigen Quatsch erzählen. Richtig. Womit wir bei Wort 13 wären. Manchmal muss man aber auch viele Details geben. Das Wort ist ausführlich. Ausführlich. Das Gegenteil von kurz und knapp. Ja, es bedeutet mit sehr vielen Details. Alles wird genau besprochen. Und die englische Übersetzung? Auf Englisch. Detailed. Detailed. Ausführlich. Der Beispielsatz für den Alltag? Wir haben ausführlich darüber berichtet. Wir haben ausführlich darüber berichtet, das heißt, wir haben nichts ausgelassen. Richtig. In manchen Meetings braucht man einen ausführlichen Bericht, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, vor allem bei viel Geld oder großen Projekten. Genau. Wort Nummer 14 ist besonders bei Diskussionen am Ende einer Präsentation wichtig. Sachlich. Sachlich. Ein sehr deutsches Konzept, finde ich manchmal. Ja, es bedeutet objektiv, fokussiert auf die Fakten, ohne große Emotionen. Auf Englisch. Factual. Oder objective. Factual. Sachlich. Und wie nutze ich das? Ein guter Beispielsatz für ein hitziges Meeting. Bleiben Sie in der Diskussion sachlich. Bleiben Sie in der Diskussion sachlich. Das ist gar nicht so einfach, wenn jemand die eigene Arbeit kritisiert. Nein, überhaupt nicht. Aber wer sachlich bleibt, wirkt viel professioneller. Das stimmt. Das ist ein wirklich guter Tipp, nicht nur für die Sprache. Kommen wir zum letzten Wort für heute. Wort Nummer 15. Übersichtlich. Übersichtlich? Das bezieht sich oft auf die Folien, oder? Genau. Es bedeutet, etwas ist klar geordnet und gut strukturiert. Man findet sich sofort zurecht. Auf Englisch. Auf Englisch sagt man clear oder well arranged. Well arranged. Übersichtlich. Hast du einen Satz für uns? Ja, die Tabelle auf der Folie ist sehr übersichtlich. Die Tabelle auf der Folie ist sehr übersichtlich. Das ist ein tolles Feedback für einen Kollegen. Absolut. Jeder freut sich, wenn seine Präsentation übersichtlich ist und nicht total chaotisch. So, damit haben wir unsere 15 Wörter komplett. Sehr gut gemacht, alle zusammen. Habt ihr auch brav nachgesprochen. Ich hoffe doch. Aber jetzt wird's richtig spannend. Wir kommen zum Praxistest. Genau, unsere Mini-Story. Hier hört ihr jetzt eine realistische Situation aus dem Arbeitsalltag. Und eure Aufgabe ist es, hört ganz genau zu, achtet auf die 15 neuen Wörter, die wir gerade gelernt haben. Sie kommen alle in dieser kleinen Geschichte vor. Sie dient auch als Vorbereitung für die Fragen in der Lektion morgen, also Ohren auf, ich lese euch die Geschichte jetzt einmal in Ruhe vor. Viel Spaß beim Zuhören. Präsentation vor der gesamten Abteilung. Alle waren ein bisschen nervös, aber Julia war wirklich sehr gut vorbereitet. Ganz zu Beginn gab sie uns einen kurzen, aber sehr klaren Überblick über das neue Projekt. Das hat sofort geholfen, alle abzuholen. Die Struktur ihres gesamten Vortrags war wirklich super. Der logische Aufbau hat einfach von Anfang bis Ende gepasst. Dadurch war das doch recht komplexe Thema für uns alle sehr übersichtlich. Auf der allerersten Folie konnte sie dann direkt das Hauptproblem unseres alten Systems darstellen. Das war ein starker Einstieg. Danach musste sie uns natürlich ganz ausführlich erläutern, warum genau wir den Plan für das nächste Jahr ändern müssen. Das war ein wesentlicher Punkt für unser gesamtes Team, denn es geht schließlich um viel Geld und Zeit. Sie konnte den schwierigen Zusammenhang zwischen den hohen Kosten und unserem engen Zeitplan wirklich extrem gut vermitteln. Jeder im Raum hat es sofort verstanden. Natürlich musste sie ihre völlig neue Idee auch gut begründen, denn der Chef war anfangs sehr skeptisch. Aber sie brachte einfach ein starkes Argument nach dem anderen. Dabei hat sie mit ihrer Stimme besonders betont, dass wir mit dem neuen System langfristig viel Geld sparen können. Das war für alle im Raum sofort einleuchtend. Niemand hatte mehr echte Zweifel an ihrem Plan. Am Ende gab es noch eine lange Fragerunde mit dem Chef, aber wir sind alle sehr sachlich geblieben und haben ruhig diskutiert. Ein voller Erfolg für Julia. Wow, eine richtig tolle Geschichte. Und so sollte eine gute Präsentation laufen. Habt ihr alle Wörter gehört? Es waren wirklich alle 15 drin. Vom Überblick ganz am Anfang, über die Folie bis hin zur sachlichen Diskussion am Ende.
Eine perfekte Zusammenfassung. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Ihr habt toll durchgehalten. 15 neue Wörter, das ist ein super Training für euer B1-Niveau. Richtig. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern unten in die Kommentare. Wir lesen sie uns durch. Genau, traut euch ruhig, auch wenn vielleicht mal ein Fehler drin ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Hauptsache, ihr wendet die Wörter aktiv an. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das hilft uns sehr und euch auch. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit uns gelernt habt. Hat mir großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Morgen. Literatur und Bücher.